Das hier ist ein selbstgeschnittenes Wagyu Flat Iron Steak mit einer selbstgemachten Chimichurri-Soße. Und wie ich das gemacht habe, das seht ihr in der heutigen Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Zu unserem Wagyu Flat Iron Steak soll es eine Chimichurri-Soße geben und was ihr dafür alles braucht, das zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die wir für die Chimichurri-Soße brauchen. Los geht es mit einem riesen Bund glatter Petersilie, ein Lorbeerblatt, 4 Knoblauchzehen, 2 Schalotten. Dann habe ich eine frische Chilischote, Salz, Black Blend Pepper von Räuchergut. Dann habe ich Balsamico-Essig in weiß, Thymian getrocknet, Oregano getrocknet und Rapsöl. Das Rapsöl, da könnt ihr auch ganz normales Sonnenblumenöl nehmen. Es sollte auf jeden Fall geschmacksneutral sein. Das Öl dient nachher einfach nur zur Konservierung. Und natürlich brauchen wir einen großen Mörser. Und jetzt schneide ich erstmal die Chilischote, die Knoblauchzehen und die Schalotten klein und dann geht's weiter. So, los geht es damit, dass ihr einen leeren Mörser habt und da kommen jetzt erstmal rein 1 Esslöffel vom getrockneten Oregano, 1 Esslöffel vom getrockneten Thymian, 1 Esslöffel von dem Pfeffer, ein guter Esslöffel Salz und das Lorbeerblatt. Und das wird jetzt erstmal alles im Mörser so fein wie möglich zerstoßen. Wenn ihr alles fein zerstoßen habt, sucht ihr euch die Reste von dem Lorbeerblatt raus. Das sollte also noch so ein Stück vom Stiel halt sein, dass ihr nicht kleinmörsern könnt. Das kommt beiseite. Und dann folgen jetzt der kleingeschnittene Knoblauch, die kleingeschnittene Chilischote, die kleingeschnittenen Schalotten. Kommen wir nun zur glatten Petersilie. Davon schneidet ihr die Stiele ab. Die werden wir nicht brauchen. Und die Blätter hackt ihr mit einem Messer ein bisschen kleiner. Und die fein gehackten Blätter kommen dann mit in den Mörser. So, wie ihr sehen könnt, der Mörser ist ganz schön voll, aber das täuscht. Und jetzt wird das Ganze klein gehackt. Ordentlich Kraft drauf, dass ihr die Petersilienblätter schön zerstoßt, dass sich das alles miteinander verbindet. Und wenn ich damit fertig bin, zeige ich euch, wie es weitergeht. So, unsere Chimichurri-Paste ist jetzt schön zerstoßen. Und wie ihr seht, ist es jetzt auch eine ganze Ecke weniger im Mörser. Jetzt geht es weiter, dass ihr das Ganze mit 3 Esslöffeln Balsamico-Essig, und 4 Esslöffeln Rapsöl oder Sonnenblumenöl aufgießt. Dann rührt ihr das Ganze schön durch, dass sich also der Essig und das Öl schön verteilen. So. Die Chimichurri-Paste ist soweit fertig. Die fülle ich jetzt in ein Glas um und dann lasse ich sie noch 2 Tage ziehen. Denn ein Chimichurri direkt gegessen, das ist nicht wirklich das Wahre. Lasst es mindestens einen Tag, wenn ihr Zeit habt, auch 2 oder 14 Tage vorher ziehen. Es wird immer besser. Ja? Das Steak wird es eben dann in 2 Tagen geben und deswegen habe ich es heute vorbereitet und das kommt dann so lange jetzt in den Kühlschrank und darf schön durchziehen. So, wie ihr sehen könnt, hat das eine gute Menge Chimichurri-Soße gegeben. Ich werde jetzt noch ein bisschen Rapsöl oben aufgießen. Jetzt kommt Deckel drauf und dann 2 Tage im Kühlschrank ziehen lassen. Und dann freue ich mich auf die Flat Iron Steaks. So, unser Chimichurri ist jetzt 2 Tage lang im Kühlschrank schön durchgezogen. Und jetzt geht es um das Fleisch und ich habe hier 1,9 Kilogramm Top Blade Steak von Firngrund Wagyu, also vom Wagyu-Rind. Das ist ein Top Blade Roast, also ein relativ günstiges Stück Fleisch. Das ist aus der Schulter, aus dem Bereich zwischen Schulter und Brust eines Rindes.
Und daraus schneidet man auch die Flat Iron Steaks, die dann wiederum als sehr viel teurere Steaks verkauft werden. Und wie wir uns aus diesem Stück Fleisch zwei wunderschöne Flat Iron Steaks schneiden, das zeige ich euch jetzt. So, da liegt es jetzt, also das Top Blade Steak oder das Top Blade Roast vom Wagyu-Rind. Ich zeige euch nochmal hier das intramuskuläre Fett, das sieht richtig gut aus. Und hier seht ihr aber auch schon das Problem, was ihr habt, wenn ihr daraus jetzt einfach Steaks schneiden wollt. Denn hier in der Mitte läuft eine Sehne entlang, die euch den Steakgenuss quasi förmlich verhagelt. Und genau diese Sehne, die trenne ich jetzt raus. Das heißt also, das Steak oder dieser Top Blade Steak Brocken wird jetzt der Länge nach aufgeschnitten an dieser Sehne entlang. Die Sehne möchte ich loswerden. Und dann habe ich genau zwei Flat Iron Steaks, die ich grillen kann. Vorher wird aber hier noch diese Haut abgetrimmt. Alles, was so Silberhaut ist, kommt runter, damit es ein wirklich zartes Steak wird. Auch diese Silberhaut, die hier an der Unterseite ist, werde ich komplett wegnehmen und das bereite ich jetzt erstmal vor. Eine ganz wichtige Grundvoraussetzung bei sowas ist, ihr braucht ein wirklich richtig scharfes Messer. Also schleift euer Messer vorher und dann geht ans Werk. So, ich habe das Fleisch jetzt also soweit vorbereitet. Ich habe hier oben diesen Deckel entfernt. Also hier seht ihr nochmal diese wunderbare Marmorierung vom Fleisch. Das ist die Unterseite, da habe ich auch von der Silberhaut ein bisschen was weggenommen. Und jetzt geht es darum, dass wir das Fleisch hier an dieser Stelle teilen und eben diese Sehne hier rausschneiden. So, inzwischen habe ich jetzt die Sehne rausgeschnitten und habe hier zwei wunderbar und unfassbar schön marmorierte Flat Iron Steaks. So, die Steaks werden jetzt einfach nur ein bisschen gesalzen. Die Oberfläche wird ganz leicht mit einem Messer eingeritzt. Dann einfach mit ein paar Salzflocken eingerieben. Und dann legen wir jetzt unsere Flat Iron Steaks mal auf den Grill. Der Grill, der ist mal richtig vorgeheizt. Der Gussrost ist brüllend heiß. Und hier habe ich jetzt ein Flat Iron Steak und das lasst ihr jetzt einfach mal 1 Minute lang scharf angrillen. So, die Flat Iron Steaks sind jetzt fertig angegrillt und kommen jetzt in einen indirekten Bereich und dürfen da langsam zu ihrer Kerntemperatur von 54 Grad gar ziehen. Das erste Flat Iron hat nach 45 Minuten bei 130 Grad dann seine Kerntemperatur von 53 Grad erreicht. Und jetzt lege ich es nochmal ganz kurz auf die Sizzle Zone, brutzel es einmal nochmal ganz kurz von außen an. Und dann darf es jetzt noch ein bisschen ruhen und dann schneide ich es an. So, nach 5 Minuten ruhen ist es dann mal Zeit, das Flat Iron anzuschneiden. Da das wet aged ist, werde ich mir hier noch ein Tuch hinlegen, weil ich erwarte, dass natürlich schon ein bisschen Fleischsaft austreten wird. Aber jetzt schneide ich es mal an. Oh, das sieht wunderbar aus. Also das mit dem Fleischsaft hat sich doch sehr in Grenzen gehalten.
Ich schneide das Fleisch jetzt noch einmal der Länge nach durch, damit man es auf dem Teller schöner anrichten kann. So, das Steak ist jetzt auf dem Teller schon. Und dann habe ich jetzt hier unsere Chimichurri-Paste. Und fertig ist unser selbstgeschnittenes Wagyu Flat Iron Steak mit einer selbstgemachten Chimichurri-Soße. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Barbecue aus Rheinhessen.